Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute wieder eine frisch gepresste Sendung mit frisch gepressten Themen. München hat gestern den Flugbetrieb eingestellt. Ich hatte Glück gehabt, weil ich von München losgeflogen bin. Der Grund war Feuer im Tower. Dann EU-Fluggastrechte sollen auf 250 € unabhängig von der Entfernung konsolidiert werden. Frankreich und Deutschland hat da was vorgeschlagen, was natürlich komplett Banane ist. Turkish Airlines streikt wohl bei Air Europa ein. Eurowings verkauft wieder Döner an Bord. Das passt zu Turkish Airlines, sorry. Aber das war halt so. Und Philippine Airlines tritt der One World bei. Ihr denkt, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren, Glocke anzumachen und auf School zu kommen und dann dort zu diskutieren. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich der Towerbrand in München. Brandgeruch im Tower führt zu einem kompletten Flugstopp am Flughafen München. Nach rund 2 Stunden konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Das war irgendwie abends. Ich bin Gott sei Dank irgendwie nachmittags losgeflogen, war davon nicht betroffen. Aber die Tower-Evakuierung um 20:33 Uhr, also abends. Flugbetrieb wurde natürlich sofort gestoppt. Ursache war ein defekter Lüfter. Gab 35 Umleitungen, also man ist dann nach Linz, Nürnberg, halt die Klassiker, die dann kommen, und gab natürlich auch mehrere Annullierungen. Das Nachtflugverbot wurde kurzfristig aufgehoben. Der Flugbetrieb startete nach 2 Stunden, also Gott sei Dank kein größeres Problem. Die operative Störung hat natürlich zusätzlich Kosten und Sorgen, Ängste und Nöte ausgelegt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Gott sei Dank ist keiner zu Schaden gekommen und gut, dass da nichts weiter passiert ist. Es war also ein kleiner technischer Effekt als Fazit mit großer operativer Auswirkung, und die Infrastruktur in München sollte ja eigentlich relativ noch in Ordnung sein, oder? Ich glaube, es ist 92, also auch schon länger. Also 92, ihr merkt selber, wird auch älter. Ja, die Frage ist, sollte es Backup-Systeme wie Tower 2 Tower zum Beispiel geben? Ich weiß nicht, wie man solche Sachen verhindern kann. Da könnt ihr mal euch Gedanken zu machen als Frage des Tages. Die Fluggastreformen sind ja ein Thema, das wir immer wieder haben, und bei den Fluggastreformen ist es so, dass da irgendwelche Politiker immer auf merkwürdige Ideen kommen, und da ist es jetzt so, dass der französisch-deutsche Vorschlag, ich weiß nicht, wer da der Primusmotor war, eine Entschädigung auf 250 € ab 3 Stunden kommt. Die wichtigsten Fakten ist, dass diese eine Entschädigung sein soll, die einheitlich ist, unabhängig von der Entfernung. Die Schwelle ist 3 Stunden. Und aktuell ist es ja gestaffelt nach Distanz bis zu 600, und Pflichtformular für Claims sind geplant, dass also die Fluggesellschaften Pflichtformulare schicken sollen. Deadline ist der 15. Juni, wo man darüber dann, glaube ich, wieder entscheiden muss. Aber auch interessant ist, dass in dem Vorschlag auch über solche Sachen wie, wenn das Ticket nicht ganz abgeflogen wird, über Handgepäck, also über solche Sachen diskutiert werden soll. Ich finde, das hat bei den Passagierrechten aber gar nichts zu tun, also beziehungsweise nicht in der Form. Ich meine, 7 Kilo, sorry, aber mein Remover wiegt 4,5. Was soll ich denn damit mit 3 Kilo oder mit 2,5 oder sowas? Da sagt ihr natürlich, warum hast du so einen schweren Koffer? Ja, aber das ist der Koffer, den Lufthansa mir damals geschenkt hat, zum Beispiel. Ne? Also das sind dann halt immer so Sachen, wo man sich dann fragt, ob das alles Sinn und Verstand hat. Und 250 € ist nicht fair bei Langstrecke. Das Geld gilt ja keine Kosten ab. Und die Frage ist, hat das dann genug Druck potenziell auf die Fluggesellschaften, dass sie pünktlicher werden? Das sehe ich auch nicht. Vielleicht sollten Fluggesellschaften einfach wirklich gezwungen werden, diese Regelung, die wir jetzt haben, dann auch an die Leute verpflichtend, das Geld einfach mal auszuzahlen. Warum nicht ein Claim-Formular? Warum nicht einfach sagen, hier, wir haben für dich 600 €, wo dürfen wir das Geld hinschicken? Also, oder beziehungsweise direkt das Geld hinschicken. Ich verstehe das gar nicht, was man da machen will. Also hat die Flughafen oder die Fluggesellschaftslobby, Airlines for Europe, wer da anscheinend maßgeblich beteiligt ist, aber auch die Lufthansa selber mit ihrem Kai, Namen der Reaktion bekannt, gemacht, und die haben da halt nicht in irgendeiner Art und Weise was zu tun. Also ich denke mal, dass die Claimquote dadurch vielleicht steigt und dann die Kosten steigen, aber trotzdem, warum nicht die alten Regeln, die sich ja bewährt haben, irgendwo zu unseren Gunsten nochmal auszubauen, dass es halt eine Bring- und keine Hohlpflicht ist. Ja, würdet ihr lieber einfache Regeln haben oder eine höhere Entschädigung? Weil die Frage ist halt einfach, ob das beide Seiten die Interessen abgleicht. Aber die Frage ist halt nicht Interessen abgleichen, weil man merkt ja immer, dass Fluggesellschaften mehr Geld haben, mehr Power haben, als da von unseren
hart verdienten Entschädigungen, sage ich jetzt mal, zu trennen. Denn die Entschädigung hat ja nicht den Sinn, da in irgendeiner Art und Weise uns reich zu machen, sondern die Kosten, die entstehen. Zum Beispiel gestern Abend, als ich verspätet angekommen bin, weil die SAS einen technischen Defekt hatte, konnte ich auch nicht mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, wie ich es tue, und musste ein Taxi nehmen, was halt 50 Euro gekostet hat, anstatt 4,80 Euro. Ne? Also das ist schon so. Aber wenn du auch Urlaub hast, dann hast du einen Mietwagen, dann hast du dies, das, was du da alles bezahlst. Also das heißt, ich finde es nicht in Ordnung. Ihr könnt das schreiben, was ihr wollt, ob ihr lieber eine einfache Regelung haben wollt oder halt eine höhere Entschädigung. Wobei ich denke, dass das eine nicht das andere ausschließt. Also nur so als Randbemerkung. Turkish Airlines, Air Europa sind jetzt im Boot, nachdem ja einige Sachen da gescheitert sind. Der Übernahme ist jetzt Turkish Airlines mit grünem Licht aus Spanien für den Einstieg bei Air Europa belohnt worden und baut damit halt seine strategische Position in Europa massiv aus. Das Investment sind ungefähr 300 Millionen Euro, Anteil sind 25-27%. Abschluss ist 2026 geplant. Air Europa plant 40 Airbus A350 einzusetzen. Interessant wird sein, was passiert mit der SkyTeam-Zugehörigkeit, ob sie dann zur OneWorld, schon zur Starlines kommen, oder bei Turkish Miles and Smiles und so weiter reinkommen. Das heißt also, dass wir da vielleicht die Möglichkeit haben, Dönergold besser zu machen. Und Gamechanger für Schlüsseldestinationen in Lateinamerika ist natürlich für Juan José Hidalgo ganz wichtig. Und die Diskussionspunkte, die wir zu dem Thema einfach uns ganz klar vor Augen sehen können, ist, warum hat Europa selber verloren, also warum hat die Turkish Airlines was bekommen und Starlines. Also ich sehe da ganz einfach die Starlines-Geschichte, SkyTeam weg und ob das ein geopolitischer Move ist, dass wir die Türken mit Europa ein bisschen anbinden. Kann auch sein, ne? Ja, Türkisch baut halt wirklich seinen globalen Einfluss weiter aus und wird ein globaler Player und ist Turkish Airlines vielleicht nicht sogar im Geheimen die stärkste strategische Airline oder strategisch stärkste Airline in der Welt? Dann haben wir zum Thema passend Eurowings, die bringen Döner wieder. Und zwar nicht nur am Dönerstag, sondern immer. Und das ist günstig angepasst und ohne Knoblauch übrigens. Also das heißt, Knofi geht nicht, also mit alles geht, aber ohne Knofi. Preis 6,90 ist günstiger als die Currywurst. Die Knoblauch hat man natürlich wegen Geruchsproblem weggelassen. Gott sei Dank, muss ich ehrlicherweise sagen. Günstiges Bordprodukt. Kritik ist natürlich die Qualität und die Größe, muss man auch ehrlicherweise sagen, für 6,90, was kannst du erwarten? Und ja, ist das jetzt clever, ist das peinlich? Was sagt ihr dazu? Döner essen, ich weiß, das ist auch immer so Schweinkram, ob das im Flugzeug so, naja, egal. Passt das auch zur Eurowings als Marke, könnt ihr auch sagen. Ist das als Fazit, würde ich sagen, ist es irgendwie so ein Marketing-Gag mit Zusatzumsatz on top irgendwie, aber kein echtes Produkt-Upgrade, das muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen. Ja, würdet ihr im Flugzeug einen Döner essen, könnt ihr mir gerne sagen. Als letztes haben wir gute News aus der OneWorld. Die Philippine Airlines sind jetzt OneWorld-Mitglied oder werden OneWorld-Mitglied und stärken damit die Präsenz in Südostasien für die Freunde aus der OneWorld-Allianz. Das 16. Mitglied, Beitritt ist in 2020 geplant. Ungefähr 1000 Destinationen kommen dann hinzu. Neue Lounge- und Zugänge und Statusvorteile. Die Partnerschaften, die sie ja schon haben, sind ja mit Qatar und Qantas. Und damit ist für OneWorld natürlich das Ganze stark. Aber Südamerika, vergesst Südamerika nicht für die OneWorld. Also da muss da auch noch ein Partner hin. Und man merkt halt auch, dass Südostasien stärker umkämpft wird. Lucio Setan III, ist glaube ich der CEO von Philippine Airlines, Defining and Transformative Moment, ja klar, für Philippine Airlines auf jeden Fall. Und ist damit OneWorld wieder konkurrenzfähig? Ist Philippine Airlines überhaupt eine Qualitätsairline aus eurer Sicht? Ich habe Philippine Airlines keine Erfahrung. Also bin ich mit dem mal geflogen? Kann sein, aber dann ist es lange, lange her und hat nichts bei mir hinterlassen an Meinung. Also insofern war es dann eher nicht überdurchschnittlich, nicht unterdurchschnittlich, sondern einfach mittendurch. Ja, es ist halt ein wichtiger strategischer Schritt für die OneWorld, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und welche Fluggesellschaft sollte als nächstes in die Allianz beitreten? Als Fazit zur gesamten Sendung kann man natürlich sagen, die Infrastruktur ist eine Achillesferse der Luftfahrt. Der Tower, wenn er brennt, ist natürlich doof. Die Regulierung nimmt wieder Fahrt auf in der EU mit der Androhung von 250 Euro nur, das Ganze zu reduzieren, das muss man so sagen. Und was auch ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist halt wirklich
dass die Konsolidierung, Beteiligungen zunehmen, dass also die Fluggesellschaften immer weniger werden, dass man eigentlich mit wenigen zu tun hat und damit auch eine Monopolisierung und dann auch mit höheren Preisen zu rechnen ist. Heißt also, Allianzen gewinnen, dadurch aber dann trotzdem mehr an Bedeutung. Und Döner ist Zusatzeinkommen, 6,90. Also man wollte extra was Billigeres haben und da könnt ihr natürlich dann dazu sagen, was eure Meinung ist. Ja, wichtig bleibt auch festzuhalten, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst, aber auch dann aufs School kommt und diskutiert und die Frage des Tages beantwortet. Und zwar sagten wir einfach, sind die 250 Euro, die man da pauschal bezahlen muss, sind die fair oder nicht? Oder sollte man nicht lieber eine Zwangsverpflichtung machen, um zu zahlen? Und Döner im Flugzeug, ja oder nein? Das sind meine beiden Fragen, die ich für euch habe. Also in dem Sinne, bis zur nächsten Sendung. Danke, ciao.